Das war richtig, richtig extrem. Ob wir es schaffen, an diesem großen Berg die Felswand hier hochzuziehen, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ja, um diese Sache soll es hier gehen. Hier wird alles hochgebaut mit Felsenelementen und grob erstmal gestaltet. Was meint ihr? Wird es gelingen? Natürlich werde ich erst wieder mit Felsenelementen arbeiten und die hier definitiv hochziehen, aber nicht alle genau übereinander, sondern so ein bisschen versetzt immer, damit so eine unterschiedliche Bergstruktur erstmal entsteht. Ja, und jetzt geht es hier los, eine Reihe nach der anderen und einen vernünftigen Untergrund erstmal hier zu bauen. Das Fundament habe ich hier soweit schon mal vorbereitet, denn hier sind ja keine Noppen. Wir bauen ja hier auf der Straße, also musste ich von Noppe zu Noppe immer so ein bisschen überbrücken. Aber ich denke, das ist mir hier erstmal soweit gut gelungen. Das heißt, wir können jetzt weiter nach oben ziehen und los geht's. Damit wir hier eine größere Fläche bekommen, werde ich diese Felsenelemente mit 2×6 Plates erstmal bearbeiten. Nachdem die Grundlage hier geschaffen worden ist, werde ich hier mit unterschiedlichen Felsenelementen hier das Ganze weiterführen. Die Ritzen werde ich dann alle mit grünen Steinen erst einmal zumachen. Das wird sowieso alles wieder überbaut werden, wenn da Slopes und Begrünung draufkommen. Diese komische Struktur werden wir hinterher nicht mehr sehen. Heute ist es nur das Ziel, diese ganze Geschichte hier erstmal grob zu schließen. Es soll nicht die letztendliche Bergstruktur werden. Das muss auf jeden Fall klar sein. Aber ihr seht, schon wieder eine Grundlage geschaffen und schon geht es wieder nach oben. Ja, es ist eine beachtliche Höhe. Es sind 4 Felsenelemente, die hier letztendlich übereinander kommen und von daher ist hier viel zu klemmen und man muss auch vernünftig drücken, damit alles super gut hält. Und wieder die 2×6 Plates rein, damit wir anschließend vernünftig da oben wieder ansetzen können. Jetzt zeige ich euch das Ganze erstmal als Fortschritt. Gehen wir doch einfach mal ein bisschen hier an der ganzen Geschichte entlang. Ja, ihr seht, es ist echt eine riesen Fläche, die nach oben geht. Ich habe die Struktur der verschiedenen Felsenelemente jetzt mal ein bisschen wilder durcheinander gesetzt, wobei man das hinterher gar nicht sehen wird. Und hier, die Kurve habe ich auch schon mal angedeutet, aber auch da weiß ich nicht, im Moment zumindest, wie es weitergehen soll. Die Grundlage ist hier schon mal geschaffen für die nächsten Felsenelemente und danach müssen wir zusehen, dass wir hier von der Platte aus bis auf die Felsen das Ganze hier irgendwie verbinden. Die letzte Reihe Felsenelemente wird hier jetzt gesetzt und auch weiterhin mit grünen Steinen wird alles sehr gut geschlossen hier. Ja, und ihr seht, wir sind schon gut dabei, hier das ganze Holz verschwinden zu lassen und das ist das Ziel. Aus der Entfernung sieht man erstmal, wie groß das Ganze überhaupt ist. Ja, das ist soweit erstmal alles fertig bis hierhin. Was wir jetzt machen müssen, ist wie gesagt von oben, von dieser Steinreihe, die auf dem Holz liegt, die Felswand miteinander zu verbinden. Ihr seht, da sind noch ganz kleine Ritzen sind da noch zu sehen und die müssen jetzt alle verschwinden und zwar auf dieser ganzen Fläche. Das ist jetzt erstmal das nächste Ziel. Beginnen wir nun die Felswand mit der oben aufliegenden Steinreihe auf der Holzlatte hier zu verbinden. Ja, das ist glaube ich gar nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe teilweise gesehen, dass hier, wenn ich hier drücke, an einer anderen Stelle die Felsenelemente wieder auseinander driften, sag ich mal, oder auseinander springen, kann man da eigentlich eher sagen. Deshalb werde ich hier äußerst vorsichtig arbeiten und natürlich auch gewissenhaft, damit das alles einmalig fest sitzt. Das ist hier wirklich das Ziel. Ich habe es mir ein bisschen leichter vorgestellt, aber nun ja. Jetzt ist es das Ziel, hier rundherum auf diesem Kranz, sag ich mal, eine gewisse Höhe zu bekommen. Und zwar die Höhe von diesen 3 Felsenelementen. Ihr seht, da stehen immer noch so einmal 2 Bricks quasi noch einmal nach oben. Und genau diese Höhe müssen wir erreichen. Von hier aus sieht man es noch einmal ein bisschen besser. Hier, diese Höhe. Die müssen wir erreichen und zwar rundherum auf diesem ganzen Kranz hier. Ja, da ist jetzt erstmal richtig viel zu tun, aber ich mache mich dran und los geht's. Als ich hier oben gerade zugange war, habe ich gedacht, na komm, machst du diese Lücke eben zu, setzt hier ein paar Technikstangen hin, du hast diese 16×16 Baseplates, ja, und so lösen wir das Ganze. Dann ist dieses Stückchen definitiv schon mal zu. Danach so ein bisschen noch den Rand bearbeiten, da ist auch noch ein bisschen was zu tun. Das mache ich dann aber mit kleineren Plates und nochmal einer Technikstange. Und ich denke, dann sieht das hier an dieser Stelle erstmal ganz fein aus und wir haben dann somit erstmal eine schöne ebene Fläche.
Nachdem wir gerade das eine Teil hier links zugebaut haben, kann ich jetzt hier oben auf dem Rahmen mit Bricks einfach hier schön die Höhe angleichen, damit wir diese 3 kleinen Zacken da aus dem Felsenelement, damit wir da auf einer Ebene sind. Ja, und ich denke, das ist erstmal ganz okay so. Natürlich machen wir gleich auch ein Vorher-Nachher-Bild, aber ich wollte hier noch einmal ein bisschen herschwenken. Ja, ihr seht, es ist schon richtig viel geworden. Ja, ein kleines Monstrum kann man quasi sagen. Wie letztendlich der Berg dann später aussehen soll, das weiß ich noch nicht. Ob ich vielleicht hier links unten noch was dran baue oder ein bisschen mehr Gefälle mache oder mehr, ja, Hangarbeit, das sehen wir später. Das ist jetzt überhaupt noch nicht wichtig. Wichtig ist erstmal, dass wir heute ganz viel Vorbereitungen getroffen haben. Kommen wir zum Vorher-Nachher-Bild. Das hier ist das Bild, bevor wir das Video gestartet haben, und so sah es hinterher aus. Ja, ich glaube, das war schon richtig ordentlich viel. Und ja, ich bin froh, dass das alles geklappt hat, dass alles gut sitzt und gut passt. Was meint ihr? Was haltet ihr vom heutigen Baufortschritt? Also ich glaube, das war richtig extrem. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, mich würde es wahnsinnig interessieren, und das war's dann auch für heute. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne und antworte auch immer, und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und man könnte hier weitermachen oder hier oben, aber ich würde sagen eher hier hinten in der Ecke, denn wir müssen uns ja immer diagonal aus dem Ganzen hier rausarbeiten. Also, dann bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Tschüss!